Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und herzlich willkommen zu Teil 2 von meiner Suche nach meinem Stil. Und ich habe ein paar Erkenntnisse gewonnen in der letzten Woche, die ich mit euch teilen wollte. Hi, ich bin Agnes und Anfang 2022 mit meinem Hund und meinem Mann nach Chile ausgewandert. Wir sind Minimalisten und auf meinem Kanal geht es darum, viele Abenteuer zu erleben, das Leben jeden Tag ein Stückchen besser zu machen und dabei keinen unnötigen Ballast mitzunehmen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal und los geht das Abenteuer. Das letzte Video, was ich darüber gemacht habe, fandet ihr sehr spannend. Und ich dachte, vielleicht kann der ein oder andere von euch auch was mit den Infos anfangen, die ich gesammelt habe. Denn ich bin ein Mensch, wenn mich ein Thema interessiert und wenn ich gerade der Meinung bin, ich möchte mich mit irgendwas beschäftigen, dann tauche ich da so richtig tief ein und mache das zack, zack, zack. Und ich habe ja in dem vergangenen Video, was ich euch hier oben verlinken kann, einige neue Outfits ausprobiert aus meinem Kleiderschrank. Ich habe versucht, meine Schrankleichen zu kombinieren mit Teilen, mit denen ich sie so vorher noch nie kombiniert hatte. Und so auszuprobieren, was für mich funktioniert, ein bisschen mehr ein Gefühl für meinen Stil zu bekommen und auch für Lücken in meinem Kleiderschrank und warum ich manche Sachen vielleicht nicht trage. Das, wie gesagt, in dem vorletzten Video, was ich euch verlinke. Und das hat mir schon gezeigt, so ein bisschen, was mir fehlt. Aber dann will ich natürlich auch nicht einfach irgendwas kaufen, denn ich bin immer sehr anfällig für Fehlkäufe. Und dann bin ich wieder auf die Idee gekommen, dass ich mich an dem Kibbesystem orientieren sollte. Das habe ich mir schon mal angeguckt, so vor 1-2 Jahren, glaube ich. Aber irgendwie durch den ganzen Umzug und diese ganze Lebensumstellung und alles, was passiert ist in meinem Leben, ist diese Kenntnis über das Kibbesystem so in den Hintergrund gerückt, dass ich quasi vergessen habe, dass es existiert. Und in diesem Zuge ist es mir wieder eingefallen. Ich habe mich wieder eingelesen und hatte wieder eine Leuchtung. Ich finde es irgendwie krass, dass ich das total vergessen hatte. Ich habe das damals schon erwähnt und damals haben sich viele von euch auch ein ausführlicheres Video darüber gewünscht. Ich bin definitiv kein Stylist in dem Sinne, dass ich andere Leute stylen kann, aber ich dachte, ich erzähle euch mal kurz so ein bisschen, was das Kibbesystem ist, wie ihr das für euch benutzen könnt, was ihr daraus lernen könnt und auch, was ich daraus ziehe. Okay, also für alle von euch, die überhaupt keine Ahnung haben, wovon ich gerade rede und was dieses Kibbesystem ist. Der Herr Kibbe war, glaube ich, ein Amerikaner, hat ein Buch geschrieben in den 70er oder 80er Jahren und ein System von Stil entwickelt, von verschiedenen Stilrichtungen für Frauen. Und in diesem System, das unterscheidet sich sehr von anderen, weil es nicht darum geht, Sachen zu kaschieren, sondern ganz im Gegenteil, man betont die Vorzüge, die man in sich hat. Und wie ist dieses System aufgebaut? Jeder von uns trägt Yin und Yang in sich. Yang ist die Stärke, das Maskuline, das Kantige, das Muskulöse, vielleicht auch so ein bisschen das Androgyne. Und Yang ist die weiche Energie, das Rundliche, die Kurven, die Pausebäckchen, die Locken, das ist Yin. Und jeder von uns hat beide Energien in sich. Aber jeder von uns befindet sich auf dem Spektrum zwischen ganz Yang und ganz Yin irgendwo dazwischen und hat einen bestimmten Anteil von der jeweiligen Energie verteilt in verschiedenen Körperbereichen. Und das System unterteilt jetzt auf einer Skala in sehr, sehr viele verschiedene Körpertypen. Und jeder dieser Körpertypen hat ganz bestimmte äußerliche Merkmale, lässt sich dadurch unterscheiden. Es gibt auch Tests und Fragebögen, die man online machen kann. Werde ich euch unten verlinken, ein paar Artikel dazu, falls euch das interessiert. Dann könnt ihr das lesen, dann könnt ihr euch selbst vielleicht so ein bisschen einteilen. Vielleicht fragt ihr jemanden von euren Freunden, ob er euch helfen kann. Vielleicht jemand mit einem guten Auge für Äußerlichkeiten, denn es ist oft sehr schwer, sich selbst irgendwie zu definieren und sich selbst objektiv zu beurteilen. Es gibt ja zum Beispiel die Systeme, ich habe eine Apfelfigur, ich habe eine Birnenfigur und dementsprechend sollte ich diesen und jenen Schnitt tragen. Aber das Kibbesystem geht viel, viel weiter. Da geht es nämlich nicht nur darum, welche Art von Kleider oder Röcke man tragen soll, sondern da geht es auch darum, welche Art von Accessoires, welche Art von Stoffe, natürlich auch welche Art von Schnitte. Ich glaube, es gibt 16 verschiedene Typen und für jeden dieser 16 Typen gibt es super, super ausführliche Beschreibungen. Ich kann euch natürlich unmöglich diese 16 Typen jetzt in diesem Video vorstellen. Noch dazu bin ich ja wie gesagt kein Styling Coach, das heißt, ich bin auch in den anderen Typen nicht so tief drin, sondern habe mich jetzt nur mit meinem Typ beschäftigt. Das heißt, ich habe sehr viel gelesen über die Beschreibung der jeweiligen Typen, habe ein paar Quizfragen gemacht, habe ein Foto von mir gemacht,
in quasi Unterwäsche auf neutraler Höhe, das heißt Kamera auf Brusthöhe, das heißt der Winkel nicht irgendwie nach oben oder nach unten, so dass es nicht zu einer Verzerrung kommt. Und dann sieht man auch quasi, was ist breiter, die Schultern oder die Hüfte. Wie sind die Schultern? Sind die rund? Sind die kantig? Sieht man Muskeln? Sieht man Definition? Ist mein Oberkörper eher lang? Ist mein Oberkörper eher kurz? Sind meine Beine eher lang, eher kurz? Wie ist das ganze Körperverhältnis? Und danach unterscheidet sich dann eben der jeweilige Typ. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr euch für Mode interessiert und das Gefühl habt, ihr kriegt es nicht so richtig irgendwie erfasst, was euch steht und was nicht, kann es euch nur wärmstens empfehlen. Ich habe fast ausschließlich englische Videos dazu konsumiert, aber mit ein bisschen Wiederholung und langsam schauen, denke ich, könnt ihr das auch verstehen. Vor allen Dingen, wenn ihr dann mal euren Typ gefunden habt, dann ist es ja auch relativ einfach, wenn ihr YouTube-Videos dazu guckt. Da werden ja immer Beispiele gezeigt, Beispielbilder oder Beispiele von Kleidung und dann kann man das auch verstehen, wenn man kein Englisch spricht. Außerdem, glaube ich, gibt es eine Videoserie dazu auf dem Kanal Das Weiße Reh, allerdings nicht zu allen Typen, aber wenn ihr Glück habt, ist euer Typ vielleicht dabei. Ihr könnt sehen, dass es von eher muskulös und drahtig hingeht zu einer immer weicheren Figur. Ich persönlich bin in der Mitte mit einem Schritt weiter Richtung Young. Ich bin Classic, aber ich bin Dramatic Classic, weil dann gibt es auch wieder die Unterteilung. Es gibt quasi, man kann nur Classic sein, man kann Dramatic Classic oder Soft Classic sein. Und ich bin Dramatic Classic. Und nachdem ich mich jetzt in den letzten Tagen wieder sehr ausführlich damit beschäftigt habe, was gut aussieht an Classic Dramatic Typen, sind mir so viele Lichter aufgegangen und ich habe so sehr verstanden, warum ich momentan unzufrieden bin mit meinem Kleiderschrank. Mein Kleiderschrank, wie er jetzt ist, beinhaltet sehr, sehr viele bequeme und baggy Klamotten. So ein bisschen oversized, locker geschnittene T-Shirts, locker geschnittene Hosen. Weil ich ja raus bin aus dem Office, also aus meinem Bürojob, rein in die Selbstständigkeit und habe dann diese ganzen unbequemen Bürosachen aussortiert und wollte mich irgendwie bequem fühlen zu Hause beim Arbeiten, aber irgendwie auch cool aussehen sozusagen, nicht im Pyjama, sondern irgendwie was Cooles anhaben. Und so kam es, dass ich mir eben diese baggy Klamotten gekauft habe. Turns out, dass es nicht die beste Wahl ist für Classic Dramatic. Ich will damit nicht sagen, dass ich jetzt meinen ganzen Kleiderschrank aussortiere und ich will damit auch nicht sagen, dass ich mir jetzt einen neuen Kleiderschrank kaufe, aber ich weiß, wo in Zukunft die Richtung meiner Neukäufe liegen wird und was mir fehlt, um die Sachen, die ich jetzt habe, die eigentlich nicht meinem Typ entsprechen, so mit anderen Kleidungsstücken zu kombinieren, dass wir unterm Strich wieder im Classic Dramatic Style landen. Das Ganze soll natürlich immer nur eine Hilfestellung sein und eine Orientierung und wenn man selbst einen völlig anderen Geschmack hat als das, was die Kibe-Typen sind, dann ist es halt so, dann zieht man es halt trotzdem an. Bei mir ist es aber so, dass der Kleidungsstil, der empfohlen wird für Classic Dramatic, mir ultra gut gefällt. Und das ist beispielsweise auch das, was ich heute jetzt in diesem Video trage. Also, was konkret wird empfohlen für Classic Dramatic Typen? Ich habe meine Liste hier in meinem Handy, damit ich es nie wieder vergesse. Für Classic Dramatic Typen ist wichtig, von oben bis unten ein ausbalanciertes Outfit zu haben. Das heißt, nicht sehr viel Gewicht an der einen oder anderen Stelle. Kann funktionieren, wenn man zum Beispiel Chunky Boots anhat und oben wieder irgendwas Chunkiges. Aber es geht eben, weil ich ein Classic-Typ bin im Allgemeinen, sehr viel um Balance. Kann ich auch zu 100% so unterschreiben. Outfit-Fotos von mir, die ausbalanciert sind, die zum Beispiel auch im Monochrome-Look sind, also gleiche Farbe von oben bis unten, haben mir an mir immer am besten gefallen. Deswegen zum Beispiel auch der Kauf von meinem Elvis-Anzug. Der Elvis-Anzug steht mir aber auch nicht ausgezeichnet. Und warum das so ist, sehen wir gleich. Der beste Hosentyp für Classic Dramatics ist nämlich der Tailored Look, also der maßgeschneiderte Look sozusagen. Und gerade verlaufende, klare Linien. Die Hose bei meinem weißen Elvis-Anzug ist ein bisschen ausgefallen am Po, also sie geht eher rund und hat dann diesen Mom-Jeans-Schnitt. Das heißt, sie ist am ganzen Bein eher locker, wird dann aber unten zum Fußgelenk hin enger und dadurch entsteht dieser rundliche Look. Und das ist das Problem, warum der mir nicht so super steht, wie er mir stehen könnte. Einfach weil der Hosenschnitt von dem Einteiler nicht der beste ist, obwohl das ausbalancierte Outfit in dem Fall natürlich vorhanden ist. Das heißt, mit diesem System kann ich bei einzelnen Kleidungsstücken voll gut nachvollziehen, warum ich das eigentlich wollte, wie ich es mir vorgestellt habe und warum es am Ende dann doch nicht so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe.
Und es ist so eine wertvolle Information für Neukäufer. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, den Test mal zu machen und euch damit zu beschäftigen und rauszufinden, welcher Typ ihr seid. Das nächste auf der Liste ist Akzente an den Schultern. Und deswegen steht mir dieser Blazer auch so gut und deswegen habt ihr auch das Outfit mit dem Blazer so an mir geliebt im letzten Video, weil diese Blazer eben immer so akzentuierte Schultern haben. Also ich brauche nicht so richtig krasse Schulterpolster, weil das ist dann wieder aus der Balance, aber einfach dieser maßgeschneiderte Look sieht halt am besten aus. Moderate Stoffe, das heißt nicht zu chunky, also nicht zu krasse, voluminöse Grobstricksachen, aber auch nicht zu klein und fisselig, also zum Beispiel nicht so Florstoff oder so, sondern vom Strick her eher so medium dicker Strick und allgemein von der Dicke von Kleidung her auch eher medium. Und das ist auch genau das, was ich anhabe. Das ist hier ein sehr glatter, anliegender Stoff und das hier ist auch ein Blazer, der ist eher so medium. Der ist jetzt nicht super chunky, aber der ist auch nicht ein dünnes Jäckchen. Und ich hatte in Deutschland, als ich noch im Büro gearbeitet habe, diesen weißen Blazer, der aus so einem ganz, ganz dünnen Stoff war. Und den habe ich eigentlich gern getragen fürs Büro, aber irgendwie hat der auch immer nicht ganz richtig ausgesehen. Und jetzt weiß ich halt, dass es daran lag, dass der einfach zu flusig irgendwie war, zu locker und der hatte keine Definition. Der hing halt ganz kraftlos runter sozusagen. Das war das Problem an dem damals. Moderate Farben, okay. Keine Rüschen oder Details, kann ich voll unterschreiben. Ich sehe absolut fehl am Platz aus mit Rüschchen, Röschen, Aufnähern, Borden, all sowas. Gleichfarbige Sets sind sehr gut für mich. Deswegen trage ich auch so gern alles in schwarz. Wenn Muster, dann Medium oder große Muster, keine kleinen Pünktchen oder so. Bei Kleidern eher schmale und glatte Kleider, nichts zu voluminöses, nichts plustriges, nichts mit so ausschweifenden Dingen. Wenn dann klare geometrische Details, deswegen liebe ich zum Beispiel auch dieses schwarze T-Shirt-Kleid, was mein Lieblingskleid ist, weil es ist glatter Stoff, eng anliegend, nicht zu dünn, nicht zu dick und das einzige Detail, was dieses Maxi-Kleid hat, ist eben dieser geometrisch verlaufende Knoten an der Taille, der quasi oben und unten vom Kleid in der Mitte einmal geometrisch zusammenfügt und deswegen funktioniert das Kleid. Und was auch gesagt wird für diesen Style-Typ ist, dass er von den Jacken lebt. Das heißt, die Outfits sehen am besten aus an diesem Körpertyp, wenn die Jacken sozusagen das Keypiece sind, also Blazer zum Beispiel, Lederjacken und so weiter und so fort. Und der Rest des Outfits sich daran anpasst. Und jetzt verstehe ich auch, warum ich einfach mein Leben lang nicht aufhören kann, Jacken zu kaufen und so viele Jacken im Schrank habe und Jacken so sehr liebe. Weil das einfach das ist, worüber meine Outfits funktionieren und das kann ich auch 100% so unterschreiben. Für Schuhe wird für meinen Körpertyp empfohlen nichts zu Verspieltes, sondern auch wirklich klare Linien, zum Beispiel diese Chelsea Boots oder wie die heißen. Eigentlich werden die Chunky Boots auch nicht empfohlen, sondern einfach schlichte Sachen, sauber aussehen, glatter Stoff, Glattleder zum Beispiel oder halt eben Kunstleder. Und von den Accessoires moderates, nicht zu groß, nicht zu verspielt. Eher klassisch, wenn dann zum Beispiel Perlen oder halt was Einfaches, so wie das. Das ist das, was ich bisher gelernt habe über den Stil. Es gibt aber noch viel mehr Details und viel mehr Beschreibungen, aber ich habe mir nur das aufgeschrieben, was für mich relevant ist, wenn ich einkaufen gehe. Es wird von ein paar Sachen noch abgeraten, die ich sowieso nicht mag und deswegen habe ich mir die auch gar nicht aufgeschrieben. So, mit diesem Wissen habe ich jetzt also verstanden, warum ich mich mit meinem momentanen Kleidungsstil bzw. mit den Klamotten, die ich momentan im Schrank habe, nicht wohlfühle. Und es ist nicht so, als würde ich ein einzelnes Kleidungsstück in der Hand halten und hätte das Gefühl, dass es irgendwie gammelig ist, nicht mehr gut ist, nicht mehr schön ist oder mir an sich nicht gefällt. Aber wenn ich dann ein Outfit zusammenstelle aus den Sachen, die ich habe, dann habe ich einfach momentan nicht das Gefühl, dass es meine Persönlichkeit widerspiegelt und dass ich nicht in Anführungszeichen so gut aussehe, wie ich aussehen könnte. Und für mich zumindest persönlich ist es so, dass ich selbstbewusster bin, ein sichereres Auftreten habe, mich sicherer fühle, mich besser fühle im Alltag, wenn ich mich auch wohl in meiner eigenen Haut und in meinem eigenen Outfit fühle. Und das ist momentan gerade so ein bisschen schwierig. Entonces habe ich mir eine Wunschliste geschrieben mit Sachen, die ich nicht direkt jetzt krass suchen werde, aber die ich mir erlaube zu kaufen, wenn sie mir über den Weg laufen, um dann die Sachen, die ich habe, besser kombinieren zu können.
in dem Stil, der mir gefällt und der für meinen Körpertyp funktioniert. Das erste auf der Liste sind glatte Stiefel bis zum Knie, spitz oder rund mit einem kleinen moderaten Absatz, die ich im Alltag anziehen kann, also mit denen ich ohne Probleme weitere Strecken laufen kann. Ich hatte solche Stiefel in Deutschland, habe mich aber dafür entschieden, die nicht mit nach Chile zu bringen, weil die sehr unbequem waren. Der Grund dafür ist, dass ich einige kürzere Kleidchen habe oder im Allgemeinen sehr gerne Kleider mit Stiefeln trage. Aber mit den Chunky Boots funktioniert es immer nicht so gut, weil die erstens natürlich das Gewicht unten haben, aber okay, da kann man sagen, das ist der Punk-Look. Aber die gehen nur ganz knapp über den Knöchel und wenn das Kleid dann am Oberschenkel aufhört, dann ist da zu viel Lücke und das ist dann unausgeglichen. Das sieht an mir nicht so gut aus. Ich weiß, die meisten von euch fanden, oder nicht die meisten vielleicht, aber viele von euch fanden am besten aus dem vorletzten Video das Outfit mit dem Skaterrock und dem voluminösen Pullover. Was ich interessant finde, weil das Outfit war, das ich am wenigsten gefühlt habe, in dem ich mich am unwohlsten gefühlt habe. In dem Outfit habe ich mich gefühlt, als würde ich mich wie ein kleines Mädchen verkleiden. Und ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass mich dieses Outfit repräsentiert als die Frau, die ich bin. Ich kann verstehen, dass es modetechnisch von dem, was momentan Trend ist, gut aussieht, aber es hat nicht meinen Charakter widergespiegelt. Und ich möchte dieses Kleid in Zukunft anders kombinieren. Ich habe schon ein paar Ideen und dazu hätte ich gerne solche Stiefel. Dann, darüber haben wir auch schon gesprochen, Palazzo-Hosen, also weite, gerade geschnittene Hosen, vor allen Dingen auch für den Sommer. Hatte ich ja auch schon, habe ich auch geliebt und habe ich auch wieder verkauft, weil sie nicht perfekt waren, haben wir auch schon durch. Ich habe ja in Deutschland alles verkauft, was nicht perfekt war, weil ich nichts mitnehmen wollte, was nicht 100% meinen Ansprüchen entspricht. Dann auch eine dickere Hose, zum Beispiel eine Stoffhose oder eine Jeans mit einem gerade geschnittenen Bein, also jetzt nicht unbedingt Schlaghose, aber eben auch nicht Mom-Jeans-Schnitt und auch eben nicht ganz eng. Die würde mir helfen, meine ganzen boxig geschnittenen T-Shirts besser kombinieren zu können. Weil im Moment kann ich diese boxy T-Shirts sozusagen mit einer ganz engen Hose oder mit einer Mom-Jeans tragen. Aber die Mom-Jeans schmeichelt meiner Figur halt nicht und dann ist es unten zu locker, zu rund und oben auch zu locker. Das heißt, meine Schärfe sozusagen, mein Yang, was ich in mir trage, geht da drin total unter. Und wenn ich eine schnittigere Hose, eine gerade geschnittene Hose habe, klappt es ein bisschen besser. Dann lassen sich diese T-Shirts so kombinieren, dass ich mich darin wohler fühle. Trenchcoat steht schon seit 10 Jahren auf meiner Wunschliste, habe ich mir aber noch nie gegönnt, weil Trenchcoats in guter Qualität sehr teuer sind und noch schwer zu finden sind. Auch das ist eine Sache, da habe ich es definitiv nicht eilig, den zu kaufen, aber sollte ich einen finden, dann verbiete ich es mir nicht. Der Grund für einen Trenchcoat-Wunsch ist, dass ich oft jetzt in Zukunft auch wieder meine Blazer tragen möchte und werde. Und bisher mir so ein bisschen die Jacke zum Drüberziehen gefehlt hat, die schnittig aussieht, weil meine Lederjacke zum Beispiel endet immer höher als der Blazer. Und das sieht immer, also dann, wisst ihr, wie ich meine, wenn der Blazer länger ist als die Jacke, die drüber ist? Ich muss auch sagen, dass die gelbe Jacke, die ich von meiner Freundin gekauft habe, tatsächlich nicht der beste Kauf war, weil die sehr voluminös und sehr locker und voluminös ist und auch keine definierten Schultern hat. Ich werde die jetzt natürlich trotzdem tragen, weiterhin, aber mit einer Kombination mit anderen Hosen funktioniert sie für mich wahrscheinlich auch besser. Eine schwarze Strumpfhose für den Sommer oder für den Frühling, für die Übergangszeit steht auch auf meiner Wunschliste. Ich habe nämlich nur eine, die ist super, super dick. Für den Winter, damit kann man auch ein Outfit mehr ausgleichen. Erstens mache ich die Röcke damit noch tragbarer. Und man hat nicht diese Unterbrechung durch nackte Haut, wenn man was Dunkles anhat und dann dunkle Stiefel und man hat nochmal so eine dunkle Strumpfhose dazwischen. Dann ist das ein ausbalancierteres Outfit. Ich hätte gern einen eng anliegenden Maxi-Skirt, damit ich meine voluminösen T-Shirts so ein bisschen schnittiger stylen kann auch wieder. Ich hätte gern ein schickeres Kleid, das hat jetzt nicht unbedingt was mit den Kibbetypen zu tun, sondern mit meinem Alltag. Und zwar, wenn ich mit meinem Mann abends mal schick essen gehe, dann hatte ich bisher immer diese Alltagssachen an, die ich bisher anhatte. Und es ist nicht unbedingt so, dass ich für die Restaurants underdressed bin, weil wir gehen jetzt auch nicht in so sonderfancy Restaurants. Aber ich habe den Wunsch, mich ein bisschen mehr zurechtzumachen und so ein einfaches, schwarzes, super schickes Kleid, ein Maxi-Kleid, das ist gerade so ein bisschen aus so einem seidigeren Stoff, falls ihr wisst, wie ich meine, falls mir sowas begegnet.
engere Basic-T-Shirts, so wie das, was ich hier gerade drunter trage, bloß ohne dieses Turtleneck hier oben, weil wir haben ja festgestellt im vergangenen Winter, dass es sehr hinderlich ist, das dann zu kombinieren. Außerdem habe ich genau 7 Basic-T-Shirts und das ist ein bisschen knapp mit einer Woche mit 7 Tagen. Und das letzte sind schicke Sandalen. Die einzigen Sandalen, die ich momentan habe, sind es sind beides Birkenstocks. Das eine halt reguläre Birkenstocks in braun, die natürlich auch funktionieren, die bequem sind, die ich auch weiterhin tragen werde. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wenn ich jetzt ein bisschen schicker aussehen möchte, dann vielleicht noch eine schickere Variante. Und die anderen, die ich habe, sind zum Wandern. Also das sind richtige Sandalen, so mit Klettverschluss und so. Ja, also modetechnisch brauchen wir uns darüber, glaube ich, nicht unterhalten. Aber die trage ich natürlich immer, wenn wir im Sommer wandern gehen. Also die haben schon ihre Berechtigung in meinem Kleiderschrank, so ist es nicht. Farbtechnisch möchte ich mich beschränken auf die neutralen Töne, also weiß, schwarz, grau, beige und braun. Und als Farbakzent, weil es in meinem Kleiderschrank passt und weil es bei meiner Farbberatung auch rausgekommen ist, Khaki, also so grün, aber nicht so knalliges Grün, sondern so gedecktes Grün und knalliges Pink mit so einem Fuchsia-Einschlag, also so wie diese pinke Bluse, die ich habe mit diesen Katzen drauf oder Tigern. Das heißt, ich habe jetzt einen Plan, wo ich hin möchte mit meinem Kleiderschrank in der Zukunft. Wie schon gesagt, es heißt nicht, dass ich jetzt alles wegwerfe, es heißt nicht, dass ich alles aussortiere, sondern ich werde langsam mit Bedacht diese Sachen suchen und dadurch hoffentlich die Sachen, die ich bereits habe, weiterhin gut kombinieren können in Sachen, also in Kombinationen, in denen ich mich wohler fühle. Ich hoffe, der Tipp für das Kippelsystem war hilfreich für euch und ihr schaut mal rein. Ich finde es nämlich das beste System, was ich bisher gefunden habe. Das war jetzt ein sehr langes und ausführliches Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns am Mittwoch wieder mit einem neuen Video von mir. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis bald. Adios!